Eine Woche vor Weihnachten sind alle geschäftig, kaufen Geschenke, planen Festessen und Treffen mit ihren Lieben. Überall herrscht die übliche vorweihnachtliche Atmosphäre, nur nicht für die Familie Blatch. Zu dieser Zeit befanden sie sich im Gerichtssaal der Stadt Muskegon, wo die Verhandlung über das Verbrechen stattfand, dessen Opfer ihre Tochter geworden war. Mitten in den Aussagen der Opfer stand der Verurteilte plötzlich auf, bat um Erlaubnis, den Saal verlassen zu dürfen, und warf der Familie Blage beim Verlassen des Saals demonstrativ einen Kuss zu. Der Saal explodierte vor Empörung. Jemand rief ihm hinterher: Feigling. Andere bezeichneten ihn als Monster. Für den Täter selbst war dies jedoch bei weitem nicht das erste Mal, dass er sich so verhielt. Der Fall der Familie Blatch war nicht sein einziger. Er hatte bereits zuvor ähnliche Taten begangen. Jessica Heeringa arbeitete an einer Exxon-Tankstelle in North Shores, Michigan. Sie hatte einen kleinen Sohn, für den sie lebte und alles tat. Ihr Partner, Doc Hoyle Dyer, hatte kürzlich seinen Job verloren. Deshalb nahm Jessica jede Schicht an, nur um ihre Familie zu ernähren. Ihre Beziehung war nicht einfach, aber sie versuchte, ihre Familie zusammenzuhalten und ihre Abhängigkeit zu illegalen Substanzen zu überwinden, in die sie kurz vor dem Vorfall geraten war. Sie wurde als freundliche und fleißige Frau beschrieben, die ihre Fehler der Vergangenheit wiedergutmachen wollte. Normalerweise arbeitete sie tagsüber, aber in dieser Zeit nahm sie auch Nachtschichten an, um mehr zu verdienen. Am Abend des 26. April 2013 kam sie gegen 6 Uhr morgens in einen Lebensmittelladen und kam bereits um 17 Uhr in ihrer Arbeitskleidung zur Tankstelle. Der Tag verlief ruhig. Die üblichen Kunden kamen zum Tanken vorbei. Einige gingen in den Laden. Alles war wie immer, bis kurz vor Mitternacht ein alarmierender Anruf bei der Rettungsdienstzentrale einging. Der Anrufer berichtete, dass weder innerhalb noch außerhalb der Tankstelle jemand zu sehen sei. Das Licht sei an, die Türen offen und neben den Zapfsäulen stehe ein verlassenes Auto. Im Inneren sah alles unberührt aus, als wäre die Angestellte nur kurz hinausgegangen. Aber es war bereits nach 23 Uhr und die Schicht war noch nicht zu Ende. Die Polizisten, die am Ort des Geschehens eintrafen, bemerkten sofort beunruhigende Details. Eine Damenjacke, eine Tasche mit Geld und Zigaretten waren zurückgelassen worden. Es schien, als hätte die Angestellte nach den Fundstücken zu urteilen eine Frau, nicht vorgehabt, irgendwo hinzugehen. Der letzte Kauf an der Kasse wurde um 22:55 Uhr registriert. Es handelte sich um ein Feuerzeug. Bald darauf wurden auf der Straße Blutstropfen und ein Teil eines Laserzielgeräts für Schusswaffen gefunden. Ein Raubüberfall wurde schnell ausgeschlossen. Das Geld in der Kasse und in der Tasche blieb unberührt. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die 25-jährige Jessica Heeringa verschwunden war. Sie hätte in dieser Nacht arbeiten sollen, war aber spurlos verschwunden. Die Ermittler hatten nur sehr wenige Anhaltspunkte. An der Tankstelle gab es keine Überwachungskameras. Besonders beunruhigend war, dass die junge Frau allein in der Nachtschicht ohne Sicherheitspersonal arbeitete. Die Polizei begann, mögliche Zeugen zu befragen und die Aufzeichnungen der nächsten Überwachungskameras zu überprüfen. Eine der ersten, die sich meldete, war die Tankstellenleiterin. Sie berichtete, dass sie gegen 23 Uhr mit ihrem Mann auf Motorrädern vorbeigefahren sei und einen silbernen Minivan bemerkt habe, der an der Rückseite der Tankstelle vorgefahren sei. Die Tankstellenleiterin dachte zunächst, dass der Minivan an einer seltsamen Stelle geparkt habe, was ihr verdächtig vorkam, und sie kam zu dem Schluss, dass möglicherweise jemand versuchte, die Tankstelle auszurauben. Das veranlasste sie anzuhalten und die Situation zu beobachten. Sie sah, wie ein Mann aus dem Auto stieg, die Hintertür öffnete und etwas zu tun begann. Sie fuhr ein Stück weiter weg und beobachtete ihn. Nach ein paar Minuten fuhr der Mann weg. Die Frau bemerkte nichts Auffälliges und fuhr daher hinterher. Sie ahnte nicht, dass ihre Mitarbeiterin Jessica wenige Minuten später verschwinden würde. Später, als die Ermittler die Zeugen befragten, erzählte die Geschäftsführerin, dass der Mann einen orangefarbenen Pullover trug und welliges Haar hatte. Das gab den Ermittlern einen ersten Anhaltspunkt: ein silberner Minivan. Die Polizisten begannen, die Überwachungskameras in der Umgebung zu überprüfen und fanden ziemlich schnell eine Bestätigung. 3 verschiedene Kameras zeichneten auf, wie ein Chrysler Town & Country Minivan zwischen 23:02 Uhr und 23:05 Uhr von der Tankstelle wegfuhr. Außerdem wurden Zeugen in der Nähe der Tankstelle befragt. Ein Mann berichtete, dass er in der Nacht des Verschwindens gesehen habe,
wie ein Mann in einem silbernen Minivan mit Jessica gesprochen habe. Seinen Angaben zufolge war dieser Mann übermäßig aufdringlich und flirtete mit ihr. Der Zeuge beschrieb ihn auch. Er hatte welliges Haar und trug rote oder orangefarbene Kleidung. Dies war bereits die zweite unabhängige Zeugenaussage mit derselben Beschreibung. Beide gaben an, dass dieser Mann der Letzte war, der mit Jessica gesehen wurde. Noch beunruhigender war jedoch ein Vorfall, der sich einen Tag vor ihrem Verschwinden ereignet hatte. Eine Stammkundin der Tankstelle kam am Abend des 25. April kurz vor Ladenschluss dorthin und bemerkte, wie Jessica mit einem unbekannten Mann sprach. Die Frau fragte Jessica, warum sie nachts alleine arbeite, da dies doch unsicher sei. Daraufhin antwortete derselbe Mann, dass sie Kunden habe, die auf sie aufpassten. Die Antwort klang seltsam und die Kundin wurde misstrauisch. Als sie Jessica ansah, schüttelte diese den Kopf und wirkte verängstigt. Die Frau beschloss, im Auto zu bleiben und zu warten, bis Jessica die Tankstelle geschlossen hatte und gegangen war. Erst dann fuhr sie los, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass auch der Mann das Gelände verlassen hatte. Diese Aussage stimmte mit den Beschreibungen überein, die zuvor die Tankstellenleiterin und ein weiterer Zeuge abgegeben hatten. Die Polizei hatte endlich ein Bild des mutmaßlichen Entführers. Es wurde ein Phantombild erstellt, und die Strafverfolgungsbehörden hielten mehrere Pressekonferenzen ab, in denen sie die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach Informationen über die vermisste Jessica und ihren möglichen Entführer baten. Trotz aller Bemühungen kam der Fall jedoch nicht voran, und es gab keine neuen Hinweise. Die Mutter eines 3 Jahre alten Sohnes war spurlos verschwunden, und niemand wusste, was mit ihr geschehen war. Die Zeit verging, und Jessicas Fall wurde allmählich zu einem ungeklärten Fall. Am 29. Juni 2014, 14 Monate nach ihrem Verschwinden, wurde in der Nähe von Dalton, Michigan, eine Frau ohne Lebenszeichen in der Nähe ihres Hauses gefunden. Es handelte sich um die 36-jährige Rebecca Blatch, die joggen gegangen war und unterwegs auf einen aggressiven Angreifer gestoßen war. Sie wurde mit einer Schusswaffe angegriffen. Dieser Vorfall erschütterte die örtliche Gemeinde. Zuerst war Jessica unter mysteriösen Umständen verschwunden und nun war eine weitere Frau ums Leben gekommen. Die Ermittler fanden am Tatort Patronenhülsen und Kugeln im Körper des Opfers. Auch in diesem Fall gab es keinen einzigen Anhaltspunkt, an den man sich hätte klammern können. Die Einwohner hatten das Gefühl, dass sich die Ereignisse wiederholten. Wie Jessicas Verschwinden blieb auch das Verbrechen an Rebecca lange Zeit unaufgeklärt. Es vergingen weitere 2 Jahre, bevor der Angreifer erneut zuschlug. Aber der dritte Fall war entscheidend. Am 16. April 2016 verirrte sich eine junge Frau aus dem Bezirk Laytown auf dem Heimweg von einer Party. Ein silberner Minivan hielt an und der Fahrer bot ihr an, sein Telefon zu benutzen. Die junge Frau willigte ein und der Mann lud sie ein, einzusteigen. Sie zögerte, setzte sich aber schließlich doch hinein. Sobald sie Platz genommen hatte, verriegelte der Fahrer die Türen und holte eine Waffe hervor. Die Frau wurde von Angst erfasst. Sie begriff, dass sie einen schweren Fehler begangen hatte, als sie in dieses Auto gestiegen war, aber ihr Selbsterhaltungstrieb war stärker. Sie überredete den Mann, das Fenster zu öffnen, angeblich um Luft zu schnappen, und nutzte den Moment, um aus dem Fenster zu klettern. Trotz des Kampfes und der erlittenen Verletzungen gelang ihr die Flucht. Glücklicherweise konnte sie nicht nur entkommen, sondern sich auch das Gesicht des Täters merken. Sie wandte sich sofort an die Polizei und identifizierte den Fahrer. Es handelte sich um Jeffrey Willis. Dieser Mann war bereits zuvor ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten und sogar wegen einer Straftat verurteilt worden. Bei der Durchsuchung seines Minivans wurde eine Schusswaffe mit Laservisier gefunden. Die Batteriefachabdeckung des Visiers fehlte und die Seriennummer der Waffe war absichtlich entfernt worden. Darüber hinaus wurden im Minivan Spritzen mit einer klaren Flüssigkeit gefunden, die später als starkes Beruhigungsmittel identifiziert wurde, sowie verschiedene Fesseln und andere Gegenstände, die für aggressive Handlungen verwendet wurden. Das Auto war praktisch eine fahrbare Folterkammer, und nur durch ein Wunder konnte verhindert werden, was mit der Frau hätte passieren können. Hätte sie nicht fliehen können, hätten die Polizisten dennoch die entfernte Seriennummer der Waffe wiederherstellen können. Sie war auf eine Frau registriert, die eine Kollegin von Jeffrey war. Sie hatte zuvor den Verlust der Pistole aus ihrem Haus gemeldet. Dieselbe Pistole war mit einem Laservisier ausgestattet. Die Teile des Puzzles fügten sich langsam zusammen. Ein Mann mit einer verdächtigen Vergangenheit, der zu Aggressionen neigte, und derselbe silberfarbene Minivan.
Alles deutete darauf hin, dass dies kein Zufall war. Im September 2016, mehr als 4 Jahre nach Jessicas Verschwinden und 3 Jahre nach dem Verbrechen an Rebecca, wurde ein Durchsuchungsbefehl für Jeffreys Haus und Auto sowie für die Beschlagnahmung seines Computers erlassen. In seinem Haus fanden die Ermittler eine große Menge an brutalen Materialien, an denen Frauen und Minderjährige beteiligt waren. Unter anderem wurde auf der Festplatte ein seltsamer Ordner mit dem Namen VEX gefunden. Darin befanden sich 2 Ordner, GLH und RSB. Diese Abkürzungen waren nicht zufällig gewählt. GLH stand für Jessica Lynn Hearing und RSB für Rebecca Sue Black. Darin befanden sich Fotos der beiden Frauen und Zeitungsausschnitte über ihr Verschwinden und die Verbrechen an ihnen. Einer der Computer war passwortgeschützt. Das Passwort lautete G4L7H13, Jessicas Name und das Datum ihres Verschwindens. Im Haus wurden auch Waffen gefunden. Eine Untersuchung bestätigte, dass die am Tatort von Rebeccas Verbrechen gefundenen Hülsen genau mit dieser Pistole übereinstimmten. Aufgrund aller aus dem Haus und dem Auto beschlagnahmten Beweise wurde Jeffrey sofort verhaftet. Er wurde wegen Entführung und Mord an Jessica Hearing angeklagt. Außerdem wurde er wegen Mordes an Rebecca und versuchter Entführung der Frau aus Laketown angeklagt, was schließlich zu seiner Verhaftung führte. Später wurde er auch des ungelösten Mordes an einer Schülerin der Fruitport High School im Oktober 1996 verdächtigt. Die Ermittler fanden heraus, dass Jeffrey mehrmals die Tankstelle besucht hatte, an der Jessica arbeitete. Er war mindestens 15 Mal dort gewesen. Es gab Grund zu der Annahme, dass er Jessica im Voraus als Opfer ausgewählt hatte und in der Nacht zum 26. April seinen Plan in die Tat umsetzte. Am nächsten Tag bemerkten Kollegen Spuren, Kratzer und Wunden an seinem Gesicht und seinen Händen. Sie meldeten dies der Polizei. Aus den Aufzeichnungen seines Mobiltelefons ging hervor, dass Jeffrey sich gegen 23:30 Uhr auf einem verlassenen Grundstück befand, das 15 Autominuten von der Tankstelle entfernt lag. Dieses Grundstück gehörte seinem Großvater und war an ihn vererbt worden. Bei der Durchsuchung konnte Jessica dort nicht gefunden werden, aber es wurden Bleichmittel und andere Reinigungsmittel entdeckt, die vermutlich dazu dienten, die Spuren des Verbrechens zu verwischen. Die gesammelten Beweise wurden zur Untersuchung weitergeleitet. Die Ermittlungen kamen zu einem Punkt, an dem beschlossen wurde, den Fall vor Gericht zu bringen und die Höchststrafe zu beantragen. Das Gerichtsverfahren begann im Mai 2018, obwohl ihre Leiche nie gefunden wurde. Die Beweise waren jedoch so überzeugend, dass die Staatsanwaltschaft es für möglich hielt, auch ohne physische Beweise Anklage zu erheben. Alle gesammelten Beweise wurden vor Gericht vorgelegt, Materialien aus Computern, Waffen, Zeugenaussagen. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass Jeffrey Jessica lange Zeit verfolgt, auf den richtigen Moment gewartet und sie in dieser Nacht in seinen Minivan gelockt habe. Dabei habe sie Verletzungen erlitten und möglicherweise versucht, sich zu befreien, sei aber weggebracht worden. Danach habe er sie einer Reihe von brutalen Handlungen ausgesetzt und ihr schließlich das Leben genommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Jessica sich verzweifelt gewehrt und ihm sogar Verletzungen zugefügt hat, sich aber nicht retten konnte. Nach der Tat beseitigte er die Leiche und lebte weiter wie bisher, als wäre nichts geschehen. Einen Monat nach Beginn des Prozesses berieten die Geschworenen etwa 1,5 Stunden lang und fällten ein Schuldurteil. Jeffrey wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung verurteilt. Für das Verbrechen an Rebecca erhielt er im Dezember 2017 die gleiche Strafe. Auch nachdem Jeffrey hinter Gittern war, blieb in diesem Fall eine wichtige Frage offen. Jessicas Leiche wurde nie gefunden. Alle waren sich sicher, dass sie tot war, aber ihre Angehörigen hofften weiterhin, ihre Überreste zu finden, um sich würdig von ihr verabschieden zu können. Die Familie von Jessica Hearing brauchte Antworten und einen Abschluss dieser Geschichte. Genau in diesem Moment schaltete sich Jeffreys Cousin Kevin Bloom, ein ehemaliger Mitarbeiter des Strafvollzugsdienstes des Bundesstaates Michigan, in die Ermittlungen ein. Im Juni 2016 wurde er wegen Falschaussage gegenüber den Ermittlern angeklagt. Er wusste viele Details, die nie veröffentlicht worden waren. Zunächst bekannte er sich schuldig, änderte aber später seine Position und stimmte einer Anklage wegen Beihilfe nach der Tat zu. Seinen Angaben zufolge hatte Jeffrey die Tat begangen, aber er hatte dabei geholfen, die Leiche zu beseitigen. Kevin gab zu, dass Jeffrey ihn am Tag nach Jessicas Verschwinden angerufen und angeblich zu einer Party eingeladen hatte. Als er dort ankam, gab es dort keinen Spaß.
Stattdessen sah er Jessica bewusstlos und mit einer schweren Kopfverletzung auf dem Boden liegen. Laut Kevin wickelten sie und Jeffrey die Leiche in ein Laken, luden sie in das Auto und brachten sie zu einem abgelegenen Ort in der Nähe der Kreuzung Sheridan Road und Lakeshore Road. Dort hatte Jeffrey laut Kevin zuvor ein Loch gegraben. Sie begruben die Leiche und fuhren weg, als wäre nichts geschehen. Selbst als er unter Untersuchung stand, leugnete Jeffrey weiterhin seine Beteiligung am Verschwinden von Jessica. Während der Urteilsverkündung verließ er demonstrativ den Gerichtssaal, als Rebeccas Familie ihre emotionalen Erklärungen verlas. Der Richter griff nicht ein, und diese Geste schockierte viele. Nach diesen Ereignissen begann Rebeccas Familie, sich für die Verabschiedung eines Gesetzes einzusetzen, das die Angeklagten verpflichtet, bei der Verlesung aller Erklärungen der Opfer anwesend zu sein. So entstand das Rebecca-Blach-Gesetz, das am 10. Mai 2018 vom Senat des Bundesstaates Michigan verabschiedet und am 24. Mai von Gouverneur Rick Snyder unterzeichnet wurde. Jessicas Familie war ihrerseits zutiefst empört darüber, dass es an der Tankstelle, an der sie arbeitete, keine einzige Überwachungskamera gab, obwohl es sich um eine große und stark frequentierte Tankstelle handelte. Außerdem waren alle schockiert, dass sie allein in der Nachtschicht arbeitete, insbesondere angesichts der Tatsache, wie gefährlich die späten Abendstunden für eine alleinstehende Frau an einem öffentlichen Ort sein können. Ihre Angehörigen sind überzeugt, dass die Tragödie hätte vermieden werden können, wenn zumindest noch jemand anderes in ihrer Nähe gewesen wäre. Auf Initiative ihrer Eltern und der örtlichen Gemeinde wurde der Jessica-Hearing-Gesetzentwurf vorgelegt. Es wurde am 9. Dezember 2013 vorgelegt. Das Gesetz sah vor, dass alle rund um die Uhr geöffneten Tankstellen und Geschäfte mit Videoüberwachungssystemen ausgestattet seien und nachts mindestens 2 Mitarbeiter im Dienst haben müssen. Es sollte diejenigen schützen, die zu später Stunde arbeiten, insbesondere junge Frauen, Studenten und Schüler der Oberstufe. 12 Jahre nach dem Vorschlag wurde dieses Gesetz jedoch noch immer nicht offiziell verabschiedet. Der Hauptgrund dafür war die Meinung, dass dies eine zu große finanzielle Belastung für kleine Unternehmen darstelle. Die Installation von Videosystemen und die Bezahlung von 2 Mitarbeitern in der Nacht erfordern zusätzliche Kosten. Und doch geht es hier um Menschenleben und nicht um Profit. Aber die Prioritäten wurden anders gesetzt. Jeffrey selbst weigerte sich, den Aufenthaltsort von Jessicas Leiche preiszugeben. Trotz seiner lebenslangen Haftstrafe hält er diese Information bis heute zurück. Möglicherweise um die Macht über die Familie zu behalten oder einfach nur, um sich am Leid anderer zu erfreuen. Jessicas Angehörige und Freunde träumen immer noch davon, sie zu finden, um sich auf menschliche Weise von ihr zu verabschieden. Nach ihrem Verschwinden im Jahr 2014 wurde Jessicas Partner und Vater ihres Sohnes Saven, Dakota, wegen Besitzes illegaler Substanzen verhaftet. Dies führte dazu, dass Jessicas Schwester Samantha einen Antrag auf Notvormundschaft für Saven stellte. Bis heute ist nicht bekannt, wie diese Geschichte ausgegangen ist und wo sich Saven befindet. Mittlerweile ist er wahrscheinlich etwa 18 Jahre alt. Er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.